Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel Excelpedia. Heute geht es wieder um Visual Basic Application, also VBA in Excel. Und zwar will ich dir heute zeigen, wie du per Knopfdruck automatisch die relative Veränderung von zwei Werten berechnen kannst. Vorab, diesen Code, diese Arbeitsmappe findest du alles kostenlos auf der Website excelpedia.at. Dort kannst du dann den Code herunterladen und dementsprechend in deiner Arbeitsmappe einfügen. Also Ziel ist es, dass wir keine manuelle Tätigkeit mehr vornehmen, indem wir diese Zelle hier nehmen und durch diese hier dividieren, danach noch minus 1 und dann vielleicht noch in Prozent formatieren, und das wäre sicher die relative Veränderung. Das Ganze wollte ich mit einem Makro machen, da ich diesen Vorgang relativ oft mache, also egal, bei jedem Vergleich von Zahlen macht man eigentlich eine relative Veränderung. Mit Hilfe dieses Makros, wenn ich da jetzt herklicke, wähle ich einerseits die neue Zelle aus, also in dem Fall Juli, und sage OK. Danach muss ich ihm den alten Wert geben, also hier die Zelle B3, sage OK, und jetzt kommt mir hier dieser Wert. Ich muss natürlich vorher in die Zelle springen, wo die Berechnung stattfinden soll. Also mache ich es nochmal von vorne. Also Zelle mit neuem Wert auswählen, das ist hier. Zelle mit altem Wert auswählen, das ist hier. Einfach OK klicken und jetzt kann ich die Formel einfach runterziehen und dementsprechend werden mir hier die Werte berechnet. Der Makro schaut so aus, oder der Code. Das ist einfach nur der Code hierfür. Wie gesagt, wenn dich das näher interessiert, kann ich gerne ein extra Video machen. Dieses Video soll einfach nur dazu dienen, damit du weißt, was du alles mit Excel VBA machen kannst und dass du das Ganze auch dann in deinem Büroalltag oder auch in den Privatalltag verwenden kannst. Wie gesagt, dieses File kannst du einfach entsprechend herunterladen und dann, sobald der Code in einem Modul ist, kannst du diesen per Button hier einfügen, unter Entwicklertools einfügen, und dann kommt dieses Feld hier und dann entsprechend einfach den Code hier einfügen, also das Makro verweisen. In dem Fall heißt es bei mir %Change Formula, und wenn ich jetzt hier habe ich die Schaltfläche, kann dann entsprechend hier klicken, dann den neuen Wert auswählen, den alten Wert, und dann habe ich hier die Formel. Ich kann das Ganze auch, also den Makro kann ich natürlich auch hier oben in die Symbolleiste, Schnellzugriffsleiste hinzufügen. Unter Symbolleiste, dann weitere Befehle, kann ich hier die Makros auswählen und dann hier füge ich einfach mein Makro dazu, und dementsprechend habe ich dann das Makro hier oben und kann relativ schnell meine relative Abweichung berechnen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wie gesagt, dieses File kannst du herunterladen und für deine Zwecke verwenden. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder irgendeiner Art und Weise weitergeholfen hat, freue ich mich, wenn du das Ganze positiv bewertest. Wenn du mehr wissen willst über VBA, lass es mich wissen, dann mache ich einfach ein extra Video dazu, und ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video. Danke und ciao.